Bibles to Luke chapter 23. Geht in euren Bibeln zu Lukas 23. Now, the last couple of days we've been going over this topic about the two witnesses. Die letzten paar Tage haben wir uns dieses Thema mit den zwei Zeugen angeschaut. And how they're represented by the number 46. Und wie sie durch die Zahl 46 dargestellt werden. And the number 46 is this number that's linked to the rebuilding of the temple. Und die Zahl 46 ist ja verknüpft mit dem Wiederaufbau des Tempels. And it's the number that's linked to our chromosomes because we are the temple. Und das ist auch die Zahl, die mit unseren Chromosomen verknüpft ist, denn wir sind ja letztendlich der wahre Tempel. Okay, and this is the whole plan of salvation, how Christ is going to blot out our sin and make us like Him. Und es geht letztendlich darum, im Ganzen um den Erlösungsplan, wie Christus unsere Sünden austilgen wird, uns von der Sünde befreit. And you know, there's this principle in God's Word that says in the testimony of two is, I think, established. Es gibt ja dieses Prinzip in der Bibel, das basierend auf dem Zeugnis von Zweier eine Sache etabliert ist, bestätigt ist. This whole illustration is based upon this principle. Und diese gesamte Darstellung ist basierend auf diesem Prinzip. So we were shown that from the Sunday law to the final review, Wir haben gezeigt, dass vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung is this process by which Christ is going to save a people collectively, right? dass dieser Prozess ist, wo der Herr ein gesamtes Volk retten wird. And it begins with a birth and ends with a birth. Und es fängt mit einer Geburt an und endet aber auch mit einer Geburt. And the whole process is likened unto these birth pangs, Und right? der gesamte Prozess wird mit einer Geburt beschrieben, es sind diese Geburtswege. And we were shown that from the midnight cry to the 9th hour is a fractal of this whole thing, right? Und wir haben gezeigt, dass vom Mitternachtsruf bis zur 9. Stunde, das ist ein Fraktal von der gesamten Zeitspanne hier. Okay, we were taking the First World War and the Second World War with this little time of peace in the middle. Und wir haben dann den Ersten Weltkrieg angeschaut und den Zweiten Weltkrieg, wo diese kleine Zeit des Friedens in der Mitte ist. Okay, and these are a symbol of the two tables. Und das ist ein Symbol für die zwei Tafeln. And it's all prefiguring this right Und here. das schafft alles diese Erfahrung dann hier voraus. Because we were shown here in the story of Elisha, there's this baptism at the beginning. Denn wir haben euch ja in der Geschichte von Elia und Elisa gezeigt, dass es hier diese Taufe am Anfang gibt, Which is a birth, right? was eine Geburt darstellt. And a baptism at the end, right? Und eine Taufe am Ende. Okay, and we were also shown how there was these two times of trouble are prefiguring the same illustration in here, right? Und auch diese beiden Zeiten der Trübsal, die stellen diese Erfahrung dann hier voraus, oder stellen diese Schatten dieser Erfahrung voraus, wo auch zwei Zeiten der Trübsal sein werden. Okay, so trying to remember now myself, I have so many thoughts. How do we put the 4 and the 6 down there again? Do you remember? I've got so many thoughts. Doesn't matter. The point is, we understand, right, that this right here at the midnight cry is the 6th hour, right? Und wir wissen ja, dass hier Mitternachtsruf die 6. Stunde ist. Right? And this is the 9th hour. Das hier ist die 9. Stunde. And we don't speak about it so much, but this is the 3rd hour, right? Und das hier ist die 3. Stunde. Okay? So
what I want to do is show you that this illustration, the 3rd, the 6th, and 9th, is also down here in this illustration. Was ich euch zeigen möchte, ist, dass diese 3., 6. und 9. Stunde auch hier in der unteren Darstellung zu finden ist. Okay, so go to 1 Kings chapter 18. Gehen zu 1. Könige, Kapitel 18. Könige 18. Okay, Vers just looking for where it's not. Okay, there it is. If you go to verse 25, Also Vers 25 gehen. it says, And Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you one bullock for yourselves, and dress it first, for ye are many, and call on the name of your gods, but put no fire under. So this is this contest between Elijah and these prophets of Baal, right? Also das ist jetzt hier dieser Wettkampf zwischen Elia und den Baals-Propheten. Which we understand is marking this test of the midnight cry, right? Und das, was wir verstehen als diesen Test am Mitternachtsruf. In verse 26, Und Vers 26. And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered, and they leaped upon the altar which was made. So when did they call? Und wann riefen sie? From morning until noon, right? When's Von- morning in the Jewish system? Von Morgen bis Mittag. Und wann war der Morgen im jüdischen System? 6. Well, I mean, no, well, actually, it's the third day was at 9 o'clock in the morning, but it's 6. Six. It doesn't actually specify, but wait, you'll read on. If you go to verse 27, Also es spezifiziert die Bibel jetzt hier gerade nicht genau, wann das ist, aber wenn wir gehen zu 27. And it came to pass at noon that Elijah mocked him and said, Cry aloud, for he is God, after he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth and must be wakened. And they cried aloud and cut themselves after a manner, knives and lances, till the blood gushed out upon them. And it came to pass, when midday was past, they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice. So, Bis Vers 29. when's the evening sacrifice? Wann ist das Abendopfer? 3, right? Das ist um 3 Uhr nach unserer Zeit oder die 9. Stunde. Okay, so you've got morning to noon to the evening sacrifice, Wir right? haben Morgen bis Mittag bis zur Abendstunde. And that's the point Bis that zum Abendopfer, Entschuldigung. that's the point that I think that it's shown. Maybe I'm I mean, it's morning, probably morning sacrifice to the evening sacrifice. yes, that's how I would look at it. But, okay, so Also vom Morgenopfer bis zum Abendopfer weissagen sie hier. so you have morning, noon, Morgen, Mittag and evening. und Abend. But I don't think there was only from noon to evening they are prophesying. Like, is it, they are cutting themselves until noon? No. Go back to verse 26. Gehen wir noch zu Vers 26. And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made. Right? All they do is after noon, they increase it, they start doing adding these other things to it. Right? Also von Morgen bis Mittag rufen sie ja hier Baal an und dann ab Mittag verstärken sie das, indem sie noch hier dieses 14 And what did they do at noon? Und was machen sie zum Mittag? They cry aloud, right? Sie rufen laut. So there's a cry made, right? Da wird also ein Ruf gemacht. Okay, so I'm just showing you how there's these parallel things
marked in here, right? Ich möchte euch also einfach nur zeigen, wie diese Parallelsachen hier dann markiert sind. Now, this morning we were going to many things. We went to Heute Morgen sind wir zu vielen Dingen gegangen. the Mount of Transfiguration. Zum Beispiel zu dem Berg der Verklärung. In Zechariah, you have these two witnesses, and also in Revelation 11. Zachariah hatten wir diese zwei Zeugen, auch in Offenbarung 11. Okay, and the two witnesses get delivered up to be put to death right here in the cry, which is Zwei Zeugen, die werden ja dem Tod ausgeliefert, hier Mitternachtsruf, was dann hier ist. Okay, so go to Luke chapter 23. Gehen wir zu Lukas Kapitel 23 jetzt. Verse 38. Vers 38. Let's start at verse 33. Lass uns auf Vers 33. In fact, even 32, excuse me. Oder schon Vers 32. Lukas 23, Vers 32. And there were also other two malefactors led with him to be put to death. So you can see here, right, it's marking Christ and these two other people, Wir right? sehen hier Christus und diese zwei anderen Leute. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Right? So, Ist Vers 34. here's the cross, right? Hier ist das Kreuz, richtig? Right? And he's on the cross, because remember, I just want to make this point, the Bible parallels the cross, right, with Jonah, right? Und die Bibel setzt ja das Kreuz parallel mit Jona. And this is Jonah's experience, right? This here. Und das ist ja alles hier Jonas Erfahrung, diese 3 Tage. And it's a parallel to these 3 years where he's cleansing the temple, Das ist right? eine Parallele zu den 3 Jahren, wo Jesus den Tempel reinigt. Okay? And the point that I want to make is that the Bible marks these 3 days, the death, the rest on the Sabbath, followed by the resurrection. Die Bibel markiert diese 3 Tage, der Tod, das Ruhen im Grab und die Wiederauferstehung. Right? Richtig? But the cross in itself in that illustration is a standalone symbol. It's the cross, the Sabbath, and the resurrection. Aber das Kreuz in dieser Darstellung ist ein einzig stehendes Symbol. Es ist das Kreuz, die Ruhe im Grab und die Wiederauferstehung. But when you look at the cross as a symbol all by itself, he was on the cross from the 3rd to the 9th hour. Aber wenn du das Kreuz als ein alleiniges Symbol betrachtest, dann musst du das so schauen, dass er vom 3. bis zur 9. Stunde am Kreuz war. Oh, okay, so now it says that he, in verse 33, it says, and when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors are on the right hand and on the left, Also right? die Vers 33, die beiden Räuber waren zur Rechten und zur Linken. Now, just keep your place there in Luke 23 and go back to 1 Kings 22. Auf den Finger hier Lukas 23 gehen wir zurück zu 1. Könige 22. Verse 19. Vers 19. Erster König 22, Vers 19. And he said, Hear thou therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left. Right? Da steht auch die ganze Himmelsheer zur Rechten und zur Linken. Same illustration. Right? Selbe Darstellung. Okay, because remember we said that the throne here is lifted up in Matthew chapter 12, it says, or John chapter 12, so it said, if I be lifted up, then all men will be drawn unto me, right? Jesus sagt ja, wenn ich erhöht werde, werde ich alle Leute zu mir ziehen. So when Christ is sitting on the throne, he's on the cross, right? Und wenn Christus auf dem Thron sitzt, dann ist er dann in dem Sinne auch am Kreuz. Right? Richtig? And he's got these
people left and right of him. In Jesaja 6 ist er auf dem Thron und ist erhöht und hier ist er auch auf dem Thron und hat die Leute rechts und links neben sich. Go to Revelation chapter 4. Gehen wir zur Offenbarung 4. In fact, sorry, go to Revelation chapter 5. Oder das ist Offenbarung 5, meinte ich. It says, verse 8, Beginnt in Vers 8. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Who falls down here? Wer fällt hier nieder? 24 elders. The 24 elders Die 24 Ältesten. and the cherubims that are either side of the throne, Und right? die Cherubim, die auf der jeweiligen Seite waren, die 4 Tiere. Okay? And what do they have? Und was haben sie? They have harps, right? Ja, sie haben Harfen. When do you get given a harp? Wann werden dir Harfen gegeben? When you're saved, right? It's one of these things. Everybody's going to get given a golden harp, right? Wenn du gerettet bist, dann kriegst du eine goldene Harfe. In verse 9, Vers 9 sagt er. and they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Das ist Vers 10. Who are these people? Wer sind diese Leute? Who are they, Susie? Wer sind sie? Which are saved. Okay, the people that have been saved, right? Das sind Leute, die erlöst worden sind, gerettet worden sind. Right? Richtig? Okay, and this is the point that they have gone to the cross, right? They have been saved by his blood when he went to the cross. Also sie sind auch ins Kreuz gegangen, sie sind hier durch das Blut gerettet worden, als Jesus ins Kreuz ging. Right? Richtig? Okay. So when you go back to 1 Kings 22, those people left and right of him that surround the throne are all people that have been saved, that have gone through this plan of salvation. Also wenn wir zurückgehen zu 1. Könige 22, Vers 19, sind die Leute, die zur rechten und zur linken stehen, hier von nein. Yes. Also Linie auf Linie sind das dann diese Geretteten. All these symbols are pointed down to our time, right? Also all diese Symbole weisen hier aufs Ende der Welt. But the point I want to see in 1 Kings 22:19, this is marking the cross. So these people left and right are representing these 2 malefactors that are left and right of them, right? Aber es stellt jetzt auch ja hier das Kreuz dar und es stellt also auch diese 2 Diebe dar, die rechts und links neben Jesus am Kreuz waren. Right. So right here you have 12 disciples, Also hier haben wir jetzt 12 Jünger, richtig? and they get given power and they go forward. Und ihnen wird Kraft gegeben und sie gehen vorwärts. But amongst them is Judas, right? Aber unter ihnen ist Judas, richtig? And right here it's going to be revealed who has oil and who doesn't have oil. Und genau hier wird es ja dann offenbart, wer Öl hat und wer kein Öl hat. Right, right. Richtig? Which is here. Was dann auch hier ist. So right here you have this cross, and they have on the left of him and the right of him, right? It's representing the 2 witnesses, because these are a representation of the 2 witnesses. Und wenn du dann hier das Kreuz hast und rechts und links hast du dann diese 2 Zeugen, ja, das ist ja dann eine Darstellung von diesen 12, denn das sind die 2 Zeugen. Okay, okay. So now, if you go back to Luke 23, Wenn wir zurückgehen zu Lukas 23. verse 38. Vers 38. It says, and a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew,
this is the King of Jews. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost thou not fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Bis Vers 43. Now I want you to understand, right, that Christ is representing his people at the end of the world, right? Du musst verstehen, Christus repräsentiert ja sein Volk hier am Ende der Welt. So right here at the Day of Atonement, the righteous are going to go to the cross, right? Genau hier am Versöhnungstag gehen die Gerechten ja ans Kreuz. Right? Richtig? So, but what I want us to understand is that this illustration in Luke chapter 23 is representing, like for instance, this thief on the cross here is representing a lost sheep. Aber in dieser Darstellung hier stellt dieser Dieb am Kreuz die verlorenen Schafe dar. Go to John chapter 10. Gehen wir zu Johannes 10 dazu. Zumindest der Teil der verlorenen Schafe, die sich bekehren werden. It says, Verily, verily, I say unto you, he that entereth not in by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. He calleth his own sheep by name, and he leadeth them out. Right? So, the point I want to make here is there are two classes, right? There's these thieves and robbers, and there's these other ones that recognize who their master is, right? They recognize the shepherd. Also sind diese zwei Klassen hier, sind die einen, die diese Diebe und Räuber sind, und dann gibt es die anderen, die erkennen, wer ihr Meister ist, wer ihr Hirte ist. Right? And just to show you again this point, go to Isaiah chapter 1. Gehen wir zu Jesaja 1. Vers 3. Vers 3, um diesen Punkt nochmal hervorzuheben. It says, The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib, but Israel doth not know, my people doth not consider. Right? So what does the ox know? Was weiß der Ochse? He knows his master, right? Kennt seinen Meister, seinen Besitzer. So in John 10, Christ says, My sheep hear my voice. Und Johannes 10 sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. And all that have ever come before me are thieves and robbers. Und alle, die jemals vor mir gekommen sind, waren Diebe und Räuber. So in Luke 23, you've got these two thieves, right, either side of him. In Lukas 23 haben wir diese beiden Diebe an beiden Seiten. Okay, but one of them is mocking Christ, but the other one recognizes Christ. Der eine verspottet Christus, aber der andere erkennt Christus. Okay, so now right here, God's dealing with man is ever the same, right? Gottes Handel mit den Menschen ist immer dasselbe, stimmt's? Okay, so on a first place scenario, this is the test for the two witnesses, right? Also in einer ersten Darstellung ist das hier der Test für die zwei Zeugen. These two classes, right here, right? Diese beiden Klassen. One of them is going to recognize Christ, and the other one is going to curse him, is going to mock him, and so on and so forth. Eine Gruppe wird Christus erkennen und die andere wird Christus verfluchen und verspotten. Right? Richtig? And the ones that mock, they put their own brethren on the cross, right? There's many illustrations you have to see out of this. Und diejenigen, die spotten, die werden ihre eigenen Brüder ans Kreuz bringen. Da gibt es viele Darstellungen von dieser Wahrheit. But
once you go on the cross and get lifted up, these two thieves either side of you, these would represent the lost sheep, the two different classes, right? Aber sobald du ans Kreuz gebracht wirst und dann erhöht wirst, dann sind die beiden Diebe zur rechten und zur linken jeweils diese Gruppe, die du retten sollst, diese verlorenen Schafe. Right? Richtig? So, in that illustration, one gets saved, one is lost. Und Right? in dieser Darstellung wird ja einer gerettet und einer geht verloren. And in this illustration, with the two witnesses, one gets saved, one gets lost. Und auch in dieser Darstellung der zwei Zeugen wird einer gerettet und einer geht verloren. Right? Richtig? Okay, because that's where it begins. These are the two witnesses, they go forward, right? And right here they get tested, and one's going to be falling away, right? Wo es anfängt, das sind die zwei Zeugen, die 12, und die gehen vorwärts, und dann gibt es ein Wegfallen am Mitternacht. Now, the reason why I'm just looking at this very quickly is because one of our brothers out there, he had a thought that maybe in the beginning Christ was one of the covering cherubs. Also der Grund, warum wir uns das jetzt hier gerade so anschauen, ist, dass ein Bruder hat uns einen Gedanken mitgeteilt, und zwar, dass vielleicht am Anfang Christus einer der deckenden Cherubim war, mit Satan zusammen. Right, I had to think about that, right? But Ich musste da erstmal drüber nachdenken. and I don't know whether it's valid or not. I'll have to really look closely at it. Und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich muss da nochmal genauer drauf schauen. But I know that I've read a quote where Christ is represented to the angels as this glorious, majestic angel. Weil ich habe mal ein Zitat gelesen, wo Christus den Engeln als dieser herrliche, majestätische Engel präsentiert wird. Right? And he had first place, and Lucifer had second place there. Right? Er hatte den ersten Platz und Luzifer den zweiten Platz. So I also had this thought some time back that Lucifer got jealous of Christ because Lucifer somehow thought that Christ was a created being like him, right? Und ich hatte auch den Gedanken mal gehabt, dass Luzifer deswegen eifersüchtig auf Christus wurde, weil er dachte, dass Jesus genauso ein Geschöpf wäre wie er. And the point is that in the illustration there are two covering cherubs, right? Und der Punkt ist ja auch, in der Darstellung gibt es immer diese zwei schirmenden Cherubim. And there's no new thing at the end of the world, Es right? gibt nichts Neues am Ende der Welt. So you've got this illustration, right, of this here, right, of these two anointed ones, Also wir haben deswegen hier diese Darstellung dieser zwei Gesalbten. right? And they begin right here, but there's two classes amongst them. Und wir beginnen hier, und da gibt es diese zwei Klassen unter ihnen. In the beginning, Lucifer was created perfect Am Anfang wurde Luzifer ja perfekt geschaffen, until iniquity was found in him. Right? bis Ungerechtigkeit in ihm gefunden wurde. Okay, the plan of salvation, where is iniquity found in us? Und im Erlösungsplan, wann wird Unrecht oder Sünde in uns gefunden? When's your character, what's happened, your character's revealed, you're going to see whether your heart is clean or your heart's got wickedness in it, right? Wann wird dein Charakter offenbart? As an experience, or Sorry? as an experience, for example. No, but I'm just asking, just on a basic principle, when is iniquity found in us? When Christ investigates you, right? Also wenn Christus dich untersucht. When you flee to the refuge city, you've got to be investigated. Is this man evil or is this man righteous? Wenn Right? du zur Zufluchtsstadt flüchtest, dann wirst du ja untersucht werden, und dann wird ersichtlich werden, ob dieser Mann gerecht ist oder böse. Okay, the message given by Miller was to reveal what was in your heart, right? Die Botschaft, die Miller gegeben hat, war ja dazu da, um zu offenbaren, was in deinem Herzen ist. So iniquity would be found in you or not, right? Deswegen entweder wird dann Unrecht in dir gefunden werden oder eben nicht. So Lucifer is one of the covering cherubs, right? Luzifer war einer der schirmenden Cherubim. And it says that the two anointed ones, they replaced Lucifer.
Man sagt ja, dass die zwei Gesalbten Luzifer ersetzt haben. right? We know that the two anointed ones that are illustrated in Revelation 11 is Elijah and Moses, right? Und wir wissen auch, dass die zwei Gesalbten in Offenbarung 11 Elia und Mose sind. Okay, but they're representing God's people at the end of the world, Und sie right? stellen Gottes Volk am Ende der Welt dar. One group that will die but be saved, and one group that won't die and be saved. Eine Gruppe, die stirbt und gerettet wird, und die andere Gruppe, die nicht sterben wird und gerettet wird. But amongst them, right, there's Judas, right? Aber unter ihnen, da ist Judas. And Judas is a symbol for Satan, Und Judas ist ein Symbol für Satan. right? Richtig? So, Maybe you can also bring in this illustration of the Last Supper. John and Judas. Okay, so in the Last Supper, you got this illustration. Christ is in the middle, and Judas is on one side, and John is on the other side. Und auch beim letzten Abendmahl hat man diese Darstellung, wo Christus in der Mitte sitzt und Judas ist auf der einen Seite und Johannes ist auf der anderen Seite. Okay, and the point I want to make in Luke 23, you can see two classes, right? One that recognizes Christ, and the other one denies Christ. Und auch in Lukas 23 kann man auch diese zwei Klassen sehen. Der eine erkennt Jesus und der andere verleugnet ihn. Right? So, Christ is represented by those that recognize him, right? Christus wird dargestellt durch diejenigen, die ihn erkennen. Because those that recognize him, they're going to go to the cross, right? Und diejenigen, die ihn erkennen, die werden zum Kreuz gehen. Right? And they're going to be like him. Und sie werden dann in dem Sinne wie er sein. The other one's going to refuse, but they're going to receive everlasting punishment, right? Die anderen werden es ablehnen und sie werden diese ewige Bestrafung erhalten. Emos Jünger auch. Emos Jünger. Jesus was But there's not, Emos Jünger. but there's not one wicked among them. No, it's true. Yes. Yeah. So I'm only given some thoughts, right, in relation to what we've been looking at, because you definitely have this illustration always that the two witnesses right here are God's people that give the warning message, right? Das sind jetzt alles nur ein paar Gedanken, aber die wir uns näher anschauen wollen. Wir haben aber immer hier diese Darstellung, dass diese zwei Zeugen hier sind, die Gottes Volk darstellen, die diese Botschaft transportieren. But right here, there's a falling away takes Aber place. hier findet ein Wegfallen statt, ein Abfall. And this falling away is illustrated in more detail in this illustration here. Und dieser Abfall, der wird in größerem Detail in dieser Darstellung dann aufgezeigt. So again, there's these two bars and these two tests that you have to go through. Es Right? gibt dann wieder diese zwei Geboten und diese zwei Prüfungen, durch die du hindurchgehen musst. Job's three friends, Hiobs drei Freunde then Elihu. und dann Elihu. And in this illustration, is this test harder than this test? In dieser Darstellung ist dieser Test schwerer als dieser. Yes, and it's showing you this, that you're going to go through this test, and there's going to come a little time of peace, and then Satan's going to come with one last effort, and many people are going to fall away here in this test. Das zeigt dann auch, dass hier, wenn du in dem Test bist, dann kommt erstmal diese erste Täuschung und danach kommt nochmal die letzte Anstrengung Satans, dargestellt durch Elihu, und viele werden dort dann noch wegfallen. So the two anointed ones that are faithful, given the message during this time period, when they come into this, one of them is righteous, one of them is wicked. Also von den zwei Gesalbten, die hier hindurchgehen, die kommen dann zu diesem zweiten Test und werden dann offenbaren, einer von ihnen wird gerecht sein und einer wird ungerecht sein. Because one of them is this exalted angel that in the beginning receives this glory until iniquity is found in him in this test. Und einer von ihnen ist dieser Engel, der so erhöht worden ist, der letztendlich dann aber Ungerechtigkeit offenbaren wird in diesem Test. But the other one's going to demonstrate Christ, right? Aber die anderen werden demonstrieren, dass sie Christus sind. So what you have is you have one cherubim representing Christ, the other one representing Satan. Also
Deswegen, was wir haben, ist, der eine Cherubim stellt Christus dar und der andere Satan. Amen. Amen. So that's it. I never had much prepared for this evening. It was just these thoughts I wanted to just lay out there for us to think about. Also ich habe jetzt nichts Großartiges vorbereitet gehabt für heute Abend. Ich wollte einfach nur diese Gedanken darlegen, dass wir darüber nachdenken können. Margaret? How is it with Michael? He became later on Michael, or how is this illustration about? Michael? That's the title. Michael's just it's just a title. It's something. It's one of his many names that he has, right? Also Michael ist einfach nur ein Titel, den Jesus trägt. Er hat ja viele verschiedene Namen. So he became also Michael. Well, Michael means one who is like God. Michael bedeutet ja einer, der wie Gott ist. Right? Christ is in the express image of his Father. He's like his Father. But although I'm sure that it has some meaning in the plan of salvation, right? Das ist der Ausdruck seines Vaters und natürlich auch die Rolle des Michaels hat natürlich eine gewisse Rolle in dem ganzen Erlösungsplan. Okay. So, something for us to think about. I need to look closer at this before I can make any decisions based upon that thought, but you can certainly see that illustration that the two anointed ones are represented by Christ and Satan in a character sense. Right? Also wir müssen das natürlich noch genauer anschauen, bevor wir eine endgültige Entscheidung darüber treffen können, aber man kann zumindest sehen, ja, dass diese zwei Gesalten, Christus und Satan, vom Charakter her repräsentieren. Also in dieser Darstellung. In Revelation 11, it's not shown that one is falling away. Like both were killed and both were raised up. Also in Offenbarung 11 findet man nicht, dass einer von denen wegfällt. Da gibt es beide, die ja sterben und beide werden wieder auferweckt werden. But you can't make an understanding from one illustration. You got to bring them all together, right? Aber man kann nicht ein Verständnis aus einer Darstellung nehmen, um es alle zusammenbringen. Okay, because when you take Revelation 11 and you parallel it with 2 Kings chapter 2, Elijah ascends to heaven, and that's what happens in Revelation 11, right? Also wenn du Offenbarung 11 zum Beispiel 2. Könige 2 parallel setzt, da hast du Elia, wie er zum Himmel aufsteigt. Und das ist eine Parallele zu Offenbarung 11. Right? So, got to bring all these things together. Anyway, so we need to closely study these things out and to see if Deswegen müssen wir die Dinge genau ausstudieren und testen, ob sie so sind. okay, let us